Liebe Kollegen, herzlich willkommen hier in meiner Duschkabine. Das ist mein provisorisches Aufnahmestudio für kleine Videos. Mein Name ist Hans-Martin Aurich. Ich habe das Glashaus Frankfurt, baue dort Lichtwurzeln an, also spezielle Jamswurzeln. Chinesischer Jams ist auch ein Name dafür. Mache das seit 2014 bis zum März diesen Jahres in Teilzeit. Und ab März diesen Jahres dann in Vollzeit, bis nächstes Jahr März noch voll bezahlt durch meinen ehemaligen Arbeitgeber in der IT-Branche. Und ab dann ja, muss ich sozusagen alleine für unser Familienunterhalt sorgen, ohne dass eine Firma ihr Geld dazu tut. Also toll, dass ihr hier zuhört und euch interessiert. Und ich hatte das Glück, mit dem Michael Stork das Hofgespräch führen zu können im Oktober. Der ist der Gärtner von der Gärtnerei Sonnenberg in Wiesbaden. Und ich gebe euch ganz kurz wieder, was wir so notiert haben oder was er notiert hat. Also war halt das erste Mal bei mir im Betrieb, Rundgang gemacht, Apfelplantage angeschaut, Grünland und das Gewächshaus, da wo also die Lichtwurzeln wachsen, die wachsen halt nur im Haus und nicht auf der Freifläche. Die Freifläche wird nur extensiv genutzt. Rückblickend konnte ich von Wetterproblemen natürlich berichten, von Ernteeinbußen. Dieses Jahr weiß ich, dass also schon die letzten 3 Ernten betrifft, also auch die diesjährige Ernte. Die Lichtwurzeln werden im Grabenanbau angebaut. Das heißt, es werden immer wurden Zeilen im Gewächshaus ausgebaggert. Die sind 55 lang, sind mit Sand aufgefüllt worden. Und in diesen Sand wachsen dann die Knollen hinein und die Wurzeln selber, also sozusagen jetzt die Kraft brauchen, die wachsen in Erde, die 40 Zentimeter sich darüber auftürmt und rechts und links von Bohlen gehalten wird. Ja, hier steht noch Vorblick, Ertragszuwächse 2020 erwartet. In unserer Dokumentation hat sich leider nicht bewahrheitet. Zwar schon mehr Ernte, aber nur deshalb, weil fast doppelt so viel Gräben jetzt existieren, weil wir im Frühjahr nochmal fast doppelt so viel Gräben angelegt haben. Ein ganz wichtiges Thema ist die Änderung der Organisationsform. Im Moment betreibe ich die Gärtnerei so als Alleinunterhalter und bin physisch, organisatorisch und gedanklich dieses Jahr tatsächlich dann an ein Ende gekommen und festgestellt, ups, das funktioniert so auf Dauer nicht. Und es ist ganz wichtig, andere Leute noch mit ins Boot zu holen, Leute zu begeistern. Und das ist mir bisher, hatte ich da irgendwie eine Blockade im Kopf, ist mir sehr schwer gefallen. Neu war in diesem Jahr war, dass eine Luftbefeuchtung installiert wurde. Die hatte auf jeden Fall, also so eine Zerstäubungstechnik ist das mit ein bisschen selbst zusammengelöteter Elektronik aus China. Und die hat unter einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, hat die sozusagen mal so einen Sprühstoß ins Gewächshaus abgegeben, die Anlage an vielen Stellen, um die Luftfeuchtigkeit anzuheben. Das hatte zur Folge, dass oberirdisch das dieses Jahr paradiesisch aussah im Gewächshaus. Also eine wirklich tolle Stimmung, tolle Pflanzen, tolle Blätter, keine Blattnekrose, was es da immer so gab, so gelbe Blattränder in den Jahren vorher, in den ersten Jahren ganz schlimm. Dieses Jahr überhaupt nicht. Leute waren begeistert, wollten Yoga machen, haben auch Yoga gemacht im Gewächshaus. Also einfach eine tolle Ausstrahlung, die sich aber in der Ernte nicht widergespiegelt hat. Das waren zwar auch tolle Lichtwurzeln, von der Form her, auch von der Art und wie die Substanz ist und alles, aber eben ein sehr geringes Gewicht. Ich blätter mal um. Ja, Frage ist so, unter Ziel hat man aufgeschrieben, welche Kommunikationswege gibt es eigentlich, dass Interessenten erfahren, ja, was ich da so mache. Und hier steht noch, wie erfahren Interessenten von der Übernahmemöglichkeit der Gärtnerei. Das war damals so mein innerer Stand. Und ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich
eines Abends gesagt habe: „Ich kriege das wirtschaftlich nicht in die Reihe und ich muss tatsächlich die Gärtnerei zum April abgeben. Muss es einfach sein lassen." Und, ja, da ist aber wieder Zeit ins Land gegangen und Überlegungen und so dieser Spannungsbogen zwischen, ja, glaubwürdig bleiben. Also, ich habe mich da 6,5 Jahre lang engagiert und habe mit, weiß ich, Wesenheiten gerechnet, die, die sich um die Pflanzen kümmern und die da so 'n Gesamteindruck machen und, die die Pflanzen wachsen lassen. Und dann komme ich sozusagen von einem Tag auf 'n anderen und sage: „Oh, ist mir jetzt alles egal und auch alles Wesentliche ist mir egal." Dachte ich, das passt gar nicht zusammen. Und ich habe auch gemerkt, bei allem, was ich dann so überlegt habe, es gibt 'n neues Produkt bei uns, das, Lichtwurzelpastillen. Da haben wir sehr viel unternommen, also tatsächlich wir, weil da gibt's 'n paar Leute, die da mitmachen, um die sozusagen in Apotheken unterzukriegen oder, in Hofläden oder in Reformhäuser und so weiter. Und egal, wo ich da war, spielte immer 'ne Rolle: „Ach, Sie haben so 'ne Demeter-Gärtnerei in Frankfurt, ist ja interessant und ist toll und das öffnete Türen." Und wenn das weg ist sozusagen, habe ich festgestellt, dann bin ich sozusagen so 'n Giftmischer wie irgend 'n anderer und stelle 'ne Pastille her und verkaufe die halt. Also, ist gar nichts Besonderes mehr. Und da ist mir aufgegangen, okay, also da dieses Gewächshaus und das Leben, was da entsteht und was da gepflegt wird, das hat noch mal 'ne ganz andere Bedeutung, 'ne weitere Bedeutung, als mir das erst mal so im reinen kalten Denken bewusst war. Ja, Gespräch war hilfreich für Herrn Aurich, steht hier noch abschließend. „Der Betrieb war eindrücklich und überraschend", schreibt Herr Stork. So als kleine Anmerkung: Wir haben, 'ne gegenseitiges, Hofgespräch gemacht und tatsächlich sind wir auch nach dem Gespräch bei mir in der Gärtnerei, nach Wiesbaden gefahren und da habe ich, genauso eindrückliche Gärtnerei oder viel eindrücklichere noch vorgefunden und ganz offene Menschen. Also, wie gesagt, ich habe das der Andrea schon mal erzählt. Ich bin sehr dankbar, dass es diese Hofgespräche gibt. Am Anfang denkt man mal: „Oh, wieder so 'n Termin und Nerv und 'n Tag weg." Aber es waren großartige Gespräche und ja, es bringt einfach weiter. Genau, ich hatte schon angedeutet, dass seit 2014, ich diese Gärtnerei führe, mitten in Frankfurt. Ich hoffe, ich kriege noch 'n paar Bilder ins Video reingezaubert, ähm, auf einem tollen, gut 2 Hektar großen Gelände, was der Lebenshilfe gehört. Und wie gesagt, jetzt in Vollzeit, aber eben ab, April 2021 dann vollkommen auf eigene finanzielle Füße gestellt. Also, da kann dann nicht mehr sozusagen mein Beruf, den ich ausübe, das irgendwie so querfinanzieren. Und deswegen hatte der Herr Stork auch reingeschrieben, kritische, wirtschaftliche Situation. Und eigentlich ist das noch harmlos. Sie ist katastrophal, wenn man's genau betrachtet, so. Ja, deswegen gibt es ein paar Ziele. Wie geht es der Gärtnerei in diesen Zeiten? Projekt, kommen ja. Genau. Es gibt ein paar Ziele, die sich herauskristallisiert haben von meiner Seite aus. Gärtnerisch zum Beispiel, denke ich, dass es das Allerwichtigste ist, an 'ner ausgewogenen Bewässerung zu arbeiten, denn ich habe die starke Vermutung, dass alle Probleme mit dem dicken Wachstum, mit der Gewichtszunahme, mit der fehlenden mit einer nicht ausgewogenen Bewässerung zu tun haben. Also, die tut immer so, als wenn sie bewässert und ich habe es auch viel von Hand bewässert, aber es kommt nicht genügend bei den Pflanzen an. Also, Bewässerung und Düngung, so ausgewogen hinkriegen, ist 'n großes gärtnerisches Ziel. Es gibt ganz viele soziale Ziele. Ich habe mir wirklich vorgenommen und da hat seitdem ich die Top-Anbauer der Lichtwurzeln, am Bodensee und auch in Mecklenburg besucht habe, an Andreashof und in, Venus, Zauber in Penzlin besucht habe, habe ich festgestellt, dass alle, die sich mit dem Lichtwurzelanbau beschäftigen,
richtig dicke Bretter bohren. Egal, ob die jetzt vor 2 Jahren 7 Tonnen geerntet haben oder ich beim ersten Mal 70 Kilo. Wir arbeiten alle an denselben Problemen. Keiner hat bisher sozusagen den Stein des Weisen gefunden. Alle müssen wirtschaftlich hart an ihrer Situation arbeiten, keiner ausgenommen davon. Und ich habe festgestellt, es wäre auch gut, wenn die verschiedenen Anbauer noch mehr zusammenarbeiten würden. Ja, und mir ist klar geworden, es geht gar nicht, das war immer meine Blockade im Kopf, gar nicht so um das Ego-Projekt von Herrn Aurich, dass der da irgendwie sein Gewächshaus rentabel kriegen muss, sondern es geht um eine riesengroße Sache, den Anbau der Lichtwurzeln an sich voranzubringen. Und das ist mir klar geworden, als ich sozusagen die vermeintlichen Superanbauer besucht habe, dass wir da alle am gleichen Strang ziehen und dass wir dann wirklich ein großes Unternehmen vorantreiben. Das macht mir jetzt leicht, andere Menschen noch anzusprechen, also zum Beispiel so wahrnehmenden Gruppen, weil ich auch gelernt habe, dass wichtig ist, dass sämtliche Anbaumethoden oder Veränderungen oder eigentlich begleitet sein müssen mit entweder einer Bildekräftegruppe oder jedenfalls mit Menschen, die jedenfalls besser als ich wahrnehmen können und die ja, die Qualitäten hinter den Sichtbaren besser einschätzen können. Das ist ein ganz wichtiger Wegweiser ist für das, was man da täglich tut in der Gärtnerei. Ein ganz wichtiges Thema für mich ist die Annäherung an die Lebenshilfe. Da gibt es schon zarte Ansätze. Aber das auch noch mal von meiner Seite aus konkret zu machen, also wirklich also mich mit der Lebenshilfe noch mal intensiv beschäftigen. Was brauchen die eigentlich und was kann ich ihnen geben, um in ihrem Tun sozusagen sie zu befördern und an der Stelle mit denen zusammenzukommen. Ja, ich suche 'n pensionierten Gärtner, der gerne bei der Lichtwurzelforschung, Arbeit mithelfen, mittun möchte, der einfach bei diesem spannenden Projekt mit dabei sein will. Muss nicht pensioniert sein, aber vielleicht hat so einer eher Zeit als einer, der voll im Geschäft steht noch. Wahrnehmende Menschen habe ich schon gesagt. Und ich suche auch noch jemanden, der so ein bisschen so Daniel Düsentrieb ist und mit dem ich zusammen so eine Beet-Frostschutzheizung, im Kopf existiert die schon, und zwar die mit Propangas funktioniert, entwickeln kann, damit man schon in einem ungeheizten Gewächshaus, wo man eben nur punktuell quasi die Beetoberfläche eigentlich frostfrei hält, damit man da schon im Februar pflanzen kann und noch mal 'n Monat oder 6 Wochen mehr Wachstumszeit hat für die Lichtwurzeln. Ja, wirtschaftlich, es kommt zum Schluss, ist aber eigentlich das Allerwichtigste. Natürlich dran arbeiten, dass es wegkommt von den tönernen Füßen, oder von dem Luftballon, an dem das so schwebt. Und deswegen ist das Produkt Lichtwurzelpastillen, was relativ neu ist, sozusagen in den Markt zu bringen. Aber ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, das mit Ruhe zu tun und nicht mit der Panik, ich werde jetzt obdachlos, weil ich und habe nichts mehr zu essen. Und so ist mir ja, haben ja andere noch mal gesagt: „Du kannst doch eigentlich auch für deine Demeter-Kollegen programmieren.“ Da bleibst du sozusagen in der Materie, du bleibst, in der Demeter-Gemeinschaft, du bleibst in der Gemeinschaft der Produzierenden, kriegst noch mal eigentlich viel größeren Überblick und kannst deine 20 Jahre Erfahrung so mit Webprogrammierung und Datenanbindung an alle möglichen Geschichten, die es da so gibt, Datenbanken, ERP-Systeme, weiß ich was, Abrechnungssysteme, kannst du zur Verfügung stellen und damit das Geld verdienen und quasi wieder das Gewächshaus querfinanzieren und dem eigentlich noch Zeit geben, dem ganzen Projekt, dass es sich setteln kann. Jo, da bin ich jetzt an meinem Endpunkt, glaube ich, erstmal angekommen. Ich versuche euch noch ein paar Bilder oder vielleicht noch die eine oder andere Videosequenz hier reinzubauen, damit man mal sehen kann, worum es eigentlich geht bei dem Gewächshaus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, euch eine gute Zeit, ein gutes Jahr 2021 und ich hoffe, den einen oder anderen kann ich mal direkt sehen und direkt sprechen. Bis dahin alles Gute.